Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die SF-Game-Welt ist außer Rand und Band, denn heute wurde eine Frage beantwortet, die zumindest mir sehr oft gestellt worden ist, und die lautete: Weißt du, wann die DE-Welten gemerged werden? Wann dort die Fusionen stattfinden werden? Und ich selbst kann euch das auch immer nicht beantworten, bis halt die Antwort unter Vorbehalt offiziell geteilt wird. Diese Frage wurde nun beantwortet und ich zeige euch in diesem Video auch die letzte internationale Elevator-Liste, die der gute Tim wieder erstellt hat. Also einiges an News heute hier in dem Video und ich bin ziemlich gehypt, und es sind sehr viele Spieler, die sehr aufgeregt sind, ja. Und die wichtigste Frage, ich möchte mal bitte, dass ihr mir die in den Kommentaren beantwortet. Wer von euch wird mit mir in Zukunft auf einem Server zusammenspielen? Das würde mich mal sehr interessieren. Und zwar ist bei den DE-Welten jetzt geplant, dass sie Anfang Januar oder im Januar gemerged werden. Und bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch ist mit mir auf einer Fusion-Welt, diese lauten wird Fusion Welt 9, DE, die deutsche Welt 25 bis zur deutschen Welt 37. Ja, S31 ist dort natürlich auch mit inbegriffen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wer von euch wird auf Fusion 9 spielen. Das würde mich mal sehr interessieren, weil ich hatte zum Beispiel schon von Basi gehört gehabt, dass der mit da drin ist. Ich habe aber nicht auf dem Kopf, wer von meinen Content-Creator-Kollegen und auch von den Zuschauern vielleicht alles in den Welten mit mir zusammenspielt. Ja? Schreibt es mal wirklich in die Kommentare, ich würde es sehr gerne wissen wollen. Aber bevor wir erstmal zu den Welten kommen, natürlich die Producer Notes. 15, erste Spielweltfusion erfolgreich. Die ersten Spielweltfusionen verliefen erfolgreich. Dank ausgiebiger Tests gab es keine größeren Zwischenfälle. Dies ermutigt uns, künftige Fusionen in kürzeren Abständen durchzuführen. 2024 soll die Geschwindigkeit der Spielweltzusammenlegung erhöht werden. Hin und her bei Fusion 6. Bei Fusion 6 gab es kurzfristige Änderungen. Ursprünglich waren Frankreich 1 bis 15 geplant, jedoch wurde 14 und 15 später ausgeschlossen. Unser Fokus lag zunächst darauf, alle Länder-Server miteinander zu verschmelzen. Aufgrund von Community-Hinweisen, dass Frankreich 14 und 15 jünger sind als andere französische Spielwelten, wurde beschlossen, sie aus Fairnessgründen nicht einzubeziehen. 14 und 15 werden später in einer eigenen Fusion mit gleichaltrigen Spielwelten zusammengelegt. Also da der Einfluss der Community auch nochmal auf die Entwickler hin, dass eventuell manche Welten halt deutlich zu alt sind für Server, die später released worden sind, aber in einer großen Fusion münden, und das ist vielleicht nicht ganz fair. Deswegen cool, dass sie da auch reagiert haben auf das Feedback der Community. Geplante Fusionen unter Vorbehalt, in Klammern, ja. Wir haben den Wunsch vernommen, dass wir zukünftige Fusionen veröffentlichen sollen. Dem Wunsch möchten wir gerne entsprechen. Im Folgenden findet ihr eine Liste mit den aktuell geplanten Fusionen mit dem Vorbehalt möglicher Änderungen. Fusion 7, Polen 7 bis 17, geplant 8. Dezember dieses Jahr also noch. Und dann geht es nächstes Jahr im Januar schon los mit den deutschen Welten. Ja? Fusion 8, DE 5 bis 12, geplant im Januar. Fusion 9, wo auch mein Server mitunter ist. DE 25 bis DE 37, auch im Januar. Und der Fusion 10 Server. Boah, Fusion 10, Alter, das ist auch schon krass. Und das wird wohl ein polnischer Server, vom 18 bis 33. Das sind auch verdammt viele Server. Aber die werden sich da schon irgendwas bei gedacht haben, denke ich mal, dass gewisse Anzahlen an Servern zusammengemerged werden. Bewusst wurde wahrscheinlich auch nicht DE 1 bis 4 zusammengemerged, weil dort wahrscheinlich auch die Zusammenhänge vielleicht nicht ganz so gut miteinander gepasst hätten oder so. Das weiß ich aber nicht ganz. Dann Fusion 11, DE 13 bis DE 24, RTL 7 Games. Ja, also diese Event-Server oder diese
gesponsert oder ich weiß nicht, was das für Welten sind. Es gibt ja auch so BAFT zum Beispiel auch. Ich weiß, da spielt, glaube ich, der Charlie auch hier drauf, ne, der sich auch sehnlichst eine Fusion wünscht, aber das muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Im Februar dann geplant. Fusion 12, W1 bis 5, das ist absolut krass. W1 ist ein sehr starker Server, bis W5, also auch die ersten internationalen Welten werden hier Anfang nächsten Jahres gemerged werden. Im Februar 2024, Fusion 13, haben wir Polen 1 bis 6, dann WP, weiß ich jetzt nicht ganz, und Polen nochmal. WPPL. Achso, WPPL. Das ist wahrscheinlich auch so ein Event-Server, was weiß ich, so wie RTL, vielleicht ist ja WP so ein polnischer Sender. .pl, kann sein, weiß ich nicht. Februar. Und dann Fusion 14. W15 bis W21. Holy shit. Das ist auch verdammt krass. Hier werden aber auch bewusst wieder ein paar Server ausgelassen. Vielleicht werden die später nochmal gemerged, weil W1 bis W5 ist geplant und dann erst ab W15 bis 21. Also da ist noch nicht mein Battlemage dabei, der spielt auf W27. Aber mein Main ist halt, wie gesagt, der wird auf dem Server Fusion 9 stattfinden. Wer von euch, wer aus der Community spielt mit mir zusammen auf einem Server? Ich bin total aufgeregt, weil jetzt ist es endlich soweit. Ne? Man freut sich die ganze Zeit drauf, man hat es im Hinterkopf gespeichert, dass es irgendwann demnächst wahrscheinlich stattfinden wird, aber man wusste nie wann. Und jetzt hat man halt so ein Zeitfenster, wann das kommen wird. Und das ist ja noch nicht mal weit entfernt, ja. Das ist ja gleich um die Ecke. Das Jahr ist ja schon fast vorbei so. Ne? Und dann im Januar, das ist natürlich schon krass. Da geht es dann wirklich los und dort wandert mein Char dann auf einen fusionierten Server um. Mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Leuten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen ich alles dort auf dem Server treffen werde. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass wir dort wahrscheinlich einige Ränge abgeben müssen. Umso interessanter wird es dann aber, wenn ich dann wirklich durchknalle auf dem Server Fusion 9. Ja? Fusion 9 kann sich richtig warm anziehen. Ja? Nicht nur, weil jetzt Wintereinbruch ist und die kalte Jahreszeit jetzt langsam kommt. Nein, der Dorzer, wenn der nämlich mal irgendwann Stufe 700 erreichen sollte, und das wird er nicht mehr auf S31 schaffen, sondern auf Fusion 9, ja? Dann wird der Server aber absolut rasiert, ja. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Weil auf Stufe 700, wisst ihr ja, ne, da will ich eine komplette Umequipung machen. Da wird es richtig scheppern im Karton. Ihr seht, was hier schon möglich ist, was man für Waffen findet oder was ich für Waffen finden kann. Ne, mich aber noch so ein bisschen selbst, sag ich mal, Handicappe, ne, weil ich halt eben das alles ab Stufe 700 glatt haben möchte. So, ne? Frag nicht warum, es ist einfach so, ja, danke. Ich will einfach einen richtig geilen Damage-Spike haben. Ich will, dass die Kurve richtig nach oben geht, so, ne? Richtig explodiert. So. Und das wird nicht mehr auf S31 passieren, sondern auf Fusion 9. Ja? Also bin ich sehr gespannt, wie ich auf Fusion 9 erstmal sowieso abschneide, wo ich gerankt werde, so, wo ich mich einkalkuliere vom Rang her, ne, mit anderen sehr, sehr starken Spielern, wo ich wahrscheinlich keine Schnitte erstmal haben werde. Und wie es dann aussieht, wenn ich dann irgendwann mein Damage Boost auf 700 nehme. Wie es dann in der Rangliste aussieht. Holy Macaroni. Das ist absolut krass. Also das sind die neuesten News. Ich bin sehr, sehr, sehr gehypt, sehr begeistert und kann es kaum warten, bis es losgeht. Ja, S31, damit auch wahrscheinlich, ja, damit Geschichte, so. Auf dem Server, klar, passiert nicht mehr viel, ne? Schreibt mir nochmal trotzdem auch zusätzlich gerne eure Meinung in die Kommentare dazu, weil so ein alter Server, ihr kennt das wahrscheinlich auch, hat eine gewisse Dynamik, so, der hat eine Geschichte hinter sich, die er zu erzählen hat und diese Geschichte wird natürlich so ein bisschen, das Kapitel wird dadurch beendet. Sorry, weil man halt eben jetzt auf einer komplett neuen Welt startet. So, ne? Auch das ganze Thema mit den Aufholern, die haben auf S31 besonders viel Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit wird vielleicht ein bisschen runtergehen, wenn es auf Fusion 9 mit rübergetragen wird, weil die ganzen Accounts werden ja auf den neuen Server auch mit rübergetragen. Klar, sind es trotzdem nach wie vor immer noch Aufholer, ne? Aber S31 war halt eben auch so ein bisschen bekannt als Aufholer-Server so ein bisschen, ne? Das ist jetzt in Zukunft auch nicht mehr. Und wahrscheinlich auch
dass S31 der inoffizielle Testserver ist, das wird es wohl so auch nicht mehr geben. Es sei denn, Fusion 9 wird jetzt in Zukunft, keine Ahnung, wenn das auf der gleichen, was weiß ich, Hardware oder was weiß ich da irgendwie läuft so, ne? Keine Ahnung, bin hier kein Informatiker, ne? Aber ansonsten so, dass mit diesen Tests vorher einen Tag, ne? Elevator einen Tag vorher geöffnet, Legendary Dungeon einen Tag vorher geöffnet, die neuesten Updates einen Tag vorher auf S31. Ich weiß nicht, wie das dann laufen wird oder ob das dann nicht mehr vonnöten ist, ja. Also sehr, sehr krass. Aber wie gesagt, was mich wirklich am meisten interessiert, wer von euch spielt auf Fusion 9? DE 25 bis 37. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich würde es liebend gerne wissen, ja, wer da von den Zuschauern auch mit am Start ist. Ja, ansonsten hat der gute Tim wieder eine super Liste erstellt, ja. Tim und ich glaube auch mit der Hilfe von, stand hier glaube ich auch noch immer mit der Hilfe von irgendjemandem, aber vielleicht diesmal nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Alec hatte glaube ich für die, ich weiß gar nicht, für die Tschechen oder so irgendwas erstellt, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ja. Auf jeden Fall, das ist die Liste für den letzten Elevator. Die 5,5 Millionen Marke wurde hier von Ritter des Anduril geknackt, extrem krank. Und der Abstand, ich weiß nicht, wie es beim letzten Mal war, aber 500.000 Punkte ist verdammt heftig. Also ich hatte das Gefühl, letztes Mal war es ein bisschen knapper gewesen, ja. Ansonsten, die Gilde, die wir letztes Mal gerade behandelt hatten, The Dark Side, ja, ist hier auf Platz 6 diesmal gelandet. Scheint nicht ganz die stärkste Hungarian-Gilde zu sein, weil da haben wir auf Platz 5 noch eine Gilde mit 1,3 Millionen, die extrem viele Ränge gut gemacht hat, muss man so sagen. Also die auch noch sehr, sehr krass, aber man muss auch dazu sehen, hier sind halt auch zwischen S1 Hu und S17 Hu ja, einfach mal 16 Server dazwischen und das ist eine Zeit, ne, wo man sagen kann, okay, umso beachtlicher ist es, dass The Dark Side jetzt auf Platz 6 ist. So, und die vielleicht auch überholen will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ansonsten wir als Celtic, ihr seht uns nicht mehr hier in der Liste, wir sind ziemlich abgesunken, weil wir auch ein paar Inaktive in der Gilde haben. Das wird halt jetzt in Zukunft auch kein Problem mehr werden, dass wir irgendwie mal Ersatz für unsere Gilde finden. Das wird es nicht mehr geben. Dieses Eingefahrene, was auf dem Server auch irgendwann passiert ab einer gewissen Zeit, dass die Leute ihre Gilde nicht mehr verlassen oder keine neuen Leute mehr finden oder Aufholer, Level 1 Leute aufnehmen müssen, weil sie sonst keine aktiven Spieler haben. Man will eigentlich sonst keinen Stufe 1 Spieler, sag ich mal, in der Gilde haben, die fast einen Durchschnittslevel von 600 hat. Das reißt natürlich den Schnitt extrem runter und die Leute kann man einladen, wenn die vielleicht aus der Dungeon-Pause rausgehen oder so. Aber ansonsten ist das halt für eine Top-Gilde, die halt so extrem krank ist, will man es in der Regel nicht haben, weil auch viele Leute immer so mir schreiben, ob sie halt zu mir in die Gilde können, um halt eben ihren Aufholer ab Stufe 1 zu spielen. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass man das sehr gerne möchte, aber das ist halt nicht im allgemeinen Interesse der Gilde und deswegen kann man da auch immer, auch wenn ich schwer dazu Nein sagen muss man das natürlich dann auch immer so sehen. Ne? Ansonsten auch sehr krass, W50, auch sehr weit oben vertreten, auf Platz 15 hier. Crit Happens hat einen Rang gut gemacht. Ansonsten, könnt ihr sehr gerne mal schauen, wo ihr halt seid. Ich sehe gerade hier, warte mal, wo waren wir? Wir sind auf Platz 32, ja. Also Celtic, schwächere Performance als W50. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. W50 ist halt deutlich jünger als S31 und trotzdem halt eben, so eine kranke Leistung hingelegt, ist schon heftig. Wir sind 22 Ränge gesunken, also wir haben leider keine gute Performance abgeliefert. Auch mit Black Bull sind wir 3 Ränge gesunken, W27, da wo mein Battlemage drauf ist. Muss man aber sagen, trotzdem eine einigermaßen gute Leistung dafür, dass der Server, ja, es war auch schon ein bisschen älter, sag ich mal so, aber halt nicht ganz so alt wie S31 so, ne? Wo ich aber sehr stolz drauf bin, und da habe ich die Gilde auch schon gelobt, wirklich, muss ich tatsächlich so sagen, die Holzfällerhütte, meine Gilde auf W50, wir haben es geschafft, die 3-Millionen-Marke diesmal zu knacken und wir haben insgesamt 90 Ränge gut gemacht.
Die Holzfällerhütte ist auf Platz 119 international. Also das, muss ich sagen, ist wirklich, ziehe ich meinen Hut vor der gesamten Gilde. Ja, Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch. Ist eine sehr starke Leistung gewesen. Und 90 Ränge in der Liste hier aufzusteigen, ist wirklich nicht ohne. Ja, also deswegen schon sehr, 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 sehr gut. Ne? Also das ist krank. 90 Ränge ist heftig. Ne? Also deswegen da auf jeden Fall, ja, vielen lieben Dank auch für den Support da in der Gilde. Man sieht natürlich hier immer mal wieder so einen Fusionsserver, F4, wo sich die Welten zusammenschließen. Dort finden natürlich auch extrem krasse Fusionen von Gilden oder von Leuten statt, die halt eben extreme krasse High-End-Gilden gründen, dadurch, dass halt eben viele starke Spieler auf einen Server fusioniert werden. Und da hat man halt eben solche Unterschiede wie 500 Ränge gestiegen, weil die Gilde vorher komplett schlecht war vielleicht, ne? Und halt sehr, sehr gute Spieler dazu bekommen hat. Und hier sieht man das auch, ne? Also das kann man natürlich nicht ganz vergleichen, ne? Das ist ganz klar. Ja, ansonsten gehen wir nochmal hier ganz kurz runter. Vielleicht seht ihr euch nochmal irgendwo. Ne? Ansonsten ist die Liste auch erhältlich auf dem Discord. Und ja, das soweit dazu. Ne? Also auch wieder vielen lieben Dank hier an Tim. Ich glaube, die Liste hat alle Gilden mit inbegriffen, die bis zu 2 Millionen Höllenmarken haben. So war es zumindest letztes Mal. Ich glaube, hier werden die Angaben nachher so langsam ein bisschen ungenauer. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Ne? Ja, Leute, ich bin ziemlich gehypt. Celtic zieht um, S31 zieht um, mein Char wird bald auf einem anderen Server spielen. Unglaublich, ja, unglaublich. Das war's soweit von mir. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf jeden, den ich dann auf Fusion 9 begrüßen darf. Und ich bin sehr gespannt, wer das alles sein wird, weil wie gesagt, ich habe da selbst keinen Überblick, wer von Server 25.de war es, glaube ich, ne, bis 37.de spielt. Ja, vielleicht sieht man sich auf Fusion 9, lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.